Get ready for the countdown. Goedemorgen alla, welkom alla till Gottesdienst hier on livestream en de paar stuk wat hier zijn. Het is goed hier waar met jullie top te zijn. We hebben opstaan en we hebben ons een voeder prijzen. Far
Olga Marius, freuen uns, dass wir können an jene Hiesen ankommen, weil wir können alle top an der Kirche sein, weil ich an die Hiesen ankommen und kann mit ihnen danach Gemeinschaft haben und uns gebeten, dass dort die wollen Gott ihnen jetzt so erfahren, dass wenn wir hier an der lokalen Kirche sind, den Herrn seine Liebe und Kraft und Frieden immer weiter in unser Leben nicht nur bis zu fallen, aber dort anzuwenden, was er uns geben hat. Und für all die, was hier sind, wir freuen uns, dass wir bis immer können Gott loben und preisen. Amen. Gleich noch, wo von Umständen sind, er ist danach der selbst Gott. Was er dann wie 2000 oder 5000 Jahre drei, er ist von der selbst, er läuft uns und er sorgt für uns. Von der ist ein besonderer Tag, wenn wir denken an, von der unsere Mother's Day feiern über die ganze Welt. Nicht? Ich meine, ich bin so viel als ich weiß über die ganze Welt, almost in der Welt, wo ich dann lebe. So, du wird Mutterstag gefeiert und so. Ich würde gleich noch alle Mamas was einfach zu ehren und die Mutter zu sprechen. Jeder eine besondere Arbeit. Wir haben alle unsere besondere Gaben und besondere Areas, wo wir am Leben sind. Und als eine Mama, die eine besondere Arbeit. Von klein an, dann die Kinder versorgen und besorgen und je merken einen großen Unterschied an den, je Dingen leben an den Nahen. Und so, wenn ich denke, meine Mama, sie ist als Grund von was wirken in Haus gegangen, den himmlischen Vater. Aber ich kann mich danach erinnern und weiten, wo sie mich haben im Leben einen Einfluss gebracht haben, mich gesehen. So ich bin dankbar für die Mama, was ich können haben. Und ich bin auch dankbar für die Mama, was meine Kinder haben, was ich kann meine Freunde haben. So vielmal Dankeschön zu sie für einfach durch sein, für die Kids und die ein bisschen Segen sein. Und so sage ich alle, ich sage gerade Segen. So ich danke Ihnen dafür. Und himmlischer Vater, ich bete von dir für jeder Mama. Ich bete für dich, was das sein und bis für alle Mamas. Wir beten von dir und wie Frauen Herr, dass du bist, wo ich segnen, wo ich immer weiter Geduld geben, wo ich Kraft geben, nicht abzugeben, die Kinder abzubringen und dort, was sie spielen, aus einer Mama, eine Rolle, was besonders wichtig ist, Herr, wir danken dir dafür und ich bete, wo ich die Entwässert geben, wenn ihr dort entwässert fehlen wird. Und ich bete, Herr, dass die einfach friedgebende Mom zu sein, dass sie wollen und die Dinge sich erinnern, was du an ihren Frieden gebracht immer waren, mit ihren Kindern taub zu sein und ihren zu lernen. Und dass die etwas besonders nur uns an diesem Tag, als wir die Mamas ehren, und würden sie auch dort fallen und würden sie dort annehmen. Dass sie sind gesegnet von die Ehelichen und dort Familienraum und Raum und segnen wollen. So, Dankeschön, Herr, für was du getan hast und was du noch tun wirst und durch alle Lebens. Wir geben dir einen Lob und Preis und Dank im Namen Jesus. Amen. Ich will bis noch gleich zu sein, besonders als Kirche, weil wir nicht für jeden immer waren. Einmal, wenn wir nicht so taub kommen, dann falls ich einmal dann einzelne schlechte Dinge von dort sein, einmal, dass wir uns ihren anderen vielleicht mehr verjäten da. Wenn wir leben so allein. Und dann denken wir vielleicht nicht sein, nicht an den nächsten. Weil wir uns Mutter sprechen, weil wir uns ihren anderen uns denken, einer über den anderen, beten für einer den anderen. Und weil wir uns abühen an den Herrn, wenn es heute ist Gott. Und wenn wir nicht mit der physisch taub kommen, dann werden wir vielleicht in den Sache schauen und bis sein, dass wir sind durch verehrt, wir kämpfen verehrt. Und wenn du erst nicht sein, werden wir bis mitteilen einer den anderen. Wenn ihr ein Livestream seid, ihr könnt durch sein, ihr Comments schreiben, wenn ihr ein Gebet haben. Schreibt das dann an und wir als Kirche, wir wollen für ihn beten, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen ihn helfen an alle Lernen. Und das dort, wir kicken Pferde weg, wir wollten in dieser Zeit, du hast viel schwere Tiden, viele Städten nicht arbeiten und wir schaffen damit sein, wo wir können das Beste, wo wir können mithelfen und über die kommende Weg, wo wir mehr Informationen über das geben, wo ihr vielleicht geben kann, in so einer Hinsicht haben als dort und eben, weil wir nicht für jeden zu geben, wenn es Gott sein Recht, das geht wieder und wir wollen ein Segen sein in unseren Umgebungen. So vielmal Dank schön dafür, weil wir wieder Gott loben und preisen.
that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we heart and claim your victory. Let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation's God, now we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the song that overcomes the pages sing. Let faith be the song that calms the storm inside me. Let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation's crying out, we praise you. Oh, we praise you. We praise you. this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what heaven looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. What living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation, God, now we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you.
nicht schon ähnlich. Mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Fremmer, das ist an der Herr, schon da, gib und Kinder, Jesus, gib und Kinder. Einer, die ist nicht schon ähnlich. Mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Fremmer, das ist an der Aaron, tut upp en jevon din död, Jesus jevon din död. Dankeschön, Jesus. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bei uns hier dann häufig ganz dort so. Uns Leben ist pretty good. Wir fühlen so unsere Relationship mit den Herrn Jesus ist gut. Und mit unserer Familie, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern. Dann immer lustig, dann jetzt Gott einmal Jungen mit uns zu fahren. Dann sind wir dann auch einmal auf zu viel, weil Verletzungen in meiner Video, in meiner Bahn, wo Riedland ist miteinander. Und dann fehlt dann mit einer Träger in Gott. En dat einer dat bekend dat onarm als einer is. En dat ons aan alles wat we zijn en waar we zijn en wat we doen, dat ons aanvult. En dan krijgen we dat te zijn dat we ons maken ganz offline. En te aan zijn, God, ik zijn die eer aan die heen. Mold me, vorm me, merk me zo dat ik te dienen eer kan stroel. Neem mijn video en merk dat tevredenheid. Waar we dit nog eenmaal zingen. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Oh, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Oh, yo quiero verte. Abre
oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Oh, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Cantamos cuanto santo, santo. Contemplar majestad y el resplendor de tu gloria. Derramos tu amor y poder. Cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Señor, quiero verte. Santo, santo, Vader, dank zijn voor deze dag, Herr. Merk onze eeuwen op. Help ons de dingen ram ons zijn, de zenuwen wat we hebben. Von dir bete ich besonders für die Mamas. Merk onze eeuwen op, help ons dort te zijn, wat hij voor ons doen, wat du dir hier bei ihr abgesagt hast. Ich danke dir für unsere Mamas, für unsere Frühes, für unsere Kinderhand. Und ich bete in Sehen, ihr Ernst, Herr. Und ich bete für Gesundheit, für Ernst. Ich bete für Kraft, für Ernst, für Mut. Jeder Tag frisch abzustehen und weiten, was sie vor sich haben. In die Abgabe, wat ze had te doen voor die Herr. En help ons als Männer, Herr. Stark sein für ihn und du für uns sein, in ihren Leben bewiesen, in ihren Halten. In Jesus' Namen. Amen. En we denken aan de kracht van recht geloven, dat geeft ons zich in onze levens. En veel dank zijn Bob Edel voor aanleiding. Het is zo topvoetend met dat wat ik wil brengen van jou s'morgens. En van jou wil ik mijn boodschap aan neem
die Verjährung von Gott an. Vielleicht denken wir in unser Leben so wie aus Kirche vielleicht oder was immer wie, dort wir haben die Verjährung angenommen von Gott. Aber ich glaube vielmal dann müssen wir weit uit von dort, was Gott wirklich hat, wie groß seine Verjährung wirklich ist. Wenn wir denken, wie groß seine Verjährung ist, dann würden wir nicht so viel mal an eine Verdammung gehen oder würden uns leicht fallen und so weiter. Wegen seiner Verjährung, der sagt das alle. Und wir denken, dass er vergeben hat, er verjährt alles und er will haben, dass wir sollen nicht ankommen und dort einfach annehmen. Seine Verjährung einfach annehmen, dass die einfach an uns eine Wahrheit ist. Dieses Werk, was ich immer nur denken darf, ein bisschen meditieren an das, dann kann mir ein Gedanken an, als einer abwas, ich gucke, wo einer Band wird und so weiter. Wir sollen schon denken an, wann Torf was wird, dann waren was Frauen waren gefragt und so weiter. Und so, ich kam auf den Gedanken, wenn ich dachte an Verjährung. Und eine Frau, was ich an da hast, die wird gefragt, wann die glaubst und bekannst, dass Gott es sehen ist, dann würden sie einem taufen. Da wie eine Frau, was sie eine Frau, und wenn einer glaubt und bekannt. Und wenn einer denkt, wenn einer glaubt und bekannt, wenn einer glaubt nicht an die Verjährung, dann wird einer dort auch bekannt, die Verjährung. Und ich glaube, dort wird wie erkannt, dass du als Verjährung, weil wir sagen, dass wir bekannt, dass die Verjährung hat ich gekriegt und dass ich an der Verjährung leben, dass ich bekannt einfach für mich selbst, ich tue das nicht für andere Menschen nicht mehr bloß, aber ich tue das für mich bekannt, dass Gott seine Verjährung ist für mich. Ich merke das stark, ich erkenne das, und dann tue ich das immer und für mich sein, dass ich diese Verjährung für mich, ich tue das an mir lebendig merken. Und mir gibt das ein geraderes Bild, um zu sein, dass Gott, der hat mich vergeben und ich kann dort immer weiter über mich reden, dass ich sein vergebe. Und wenn ich dort weiß, dass ich sein vergebe, dann sind ich kraftvoll durch Jesus Christus und Jesus ist durch mich kraftvoll. Und so von der will ich einfach, das erste Werk von reden von, nehm Gottes Vergebung an und regier. Sie, wenn wir Gottes Vergebung annehmen, dann was er für uns hat, dann können wir auf uns regieren im Leben. Und durch das Reden von Botschaften, wir gehen und es mein Verlangen, dass wir dort erkennen, dass wir haben die Kraft zu überkommen, vielleicht unsere Schwachheiten, unsere Ungewohnheiten, was uns hindern tun, unsere Lust, das vielleicht, was wir können sein und so weiter. Alle Dinge, die können wir überkommen, wenn wir recht glauben, dann weit dass wir können regieren. Wenn ich sage, dass wir können regieren, dann übergeben wir uns Jesus, dann in der Heu regieren kann an uns. Bis mal zu ein Beispiel. Und sagen, wir haben vielmal Dinge Gottes sein, wie ich habe so viele Jahre mit dem einen gestruggelt, aber ich kann keinmal loskommen von dem Ding. Warum kann ich nicht loskommen von dem Ding? Dass als du wen, die Person hat vielmal den Gedanken, dass er mal loskommen davon. Aber dass Jesus will durch die, dass du loskommen kannst von dir. Dass Jesus will durch die, er will an die. Wenn ihr denkt, dass er lebt an die, dann merkt ihr ein anderes Bild. Paulus sagt es nicht, er sagt, dass es wirklich nicht ich, was du lebst, aber dass es Christus an mir, was du leben. Und wenn das wirklich Christus ist, was an mir leben, dann würden je doch all die Addictions und all die schlechte Ungewohnheiten, die würden doch sagen, gehen loszubrechen, nicht so? In den Namen Jesus. Das wird ich glaube. Dann gehen die loszubrechen. Wenn das ist Jesus, was an uns leben, das ist nicht wir, was wir leben, aber es ist Jesus an uns. Wenn wir mit einem Tod gekreuzigt sind, dann leben wir mit ihm. Von der und so weiter. So, es ist wichtig, dass wir dort immer wahrer sein. Und ich glaube, dass es dort, dass wir dadurch erkennen, dass wir all unsere Schwachheiten, die können wir Jesus geben. Dort ist, dass wir in uns Hort, dass einfach
erkennen, dass er ist gekommen, uns loszumerken von alle Verdammnissen, was an uns kommen, alle Sinn, was uns angerieben wird in verschiedensten Wegen, aber dass wir kann loskommen und dass wir kann uns Leben kann angedreht worden für seine Ehe. Wegen dort erst doch alles, wo das geht, nicht? Das geht am Amt zu verherrlichen und so weiter. Gott, seine Leib, hat nicht Grenzen an all unsere zu kalt kommen hätten. Gott, seine Leib, hat nicht Grenzen. So, wir wollen uns was Versen lesen und ich bete wirklich, dass das noch ein Ding sein, was uns wird als Kinder Gottes, da wird uns merken, dass wir würden einfach frei leben können, so als wir noch Kimmel einhaben können. So hier in Hebräer 4, Vers 15 sagt er, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann. Sie, Jesus, er konnte mitfallen. Wir haben nicht so eine, was er nicht kann. Aber einen, der an alles krank so versagt worden ist, als wir sind. Aber ohne zu sehen. Sie, Jesus, er war krank so versagt, als wir waren. Und mir ist das interessant, immer war er versagt. Er war nicht bloß die 40 Jahre in der Wüste versagt. Er war Lothar, war immer war versagt. Menschen, die Leute sich Brücken von Soton und sie versagten haben. Wie wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie versagten am immer war nicht an der Fall zu bringen, sondern es nicht wurde auf eins vor, was Recht tun. Das was sie proben zu tun. Und sagt im 16. Vers, du wegen, weil wir voll vertrauen, in Genuden gehen, dort wir Mitleid kriegen und Genug fingen, zu der rechten Zeit, wenn uns der Haupt nötig fehlen wird. Sie, was sagt er? Wir sollen nur den Genuden gehen können, nicht? Wir sollen da hingehen und Wort, dort wird uns Kraft geben, wegen das Wort. Wegen erst du zum uns haben, er sagt, soll uns dort empfehlen, dann sollen wir nur den Thron gehen. So, wenn uns dort an jemand, an etwas was fehlen, dann können wir den Thron gehen und er wird uns antworten, er wird uns geben, was uns fehlen wird in unser Leben zu überkommen, alle Schwachheiten, die in unser Leben sind, damit wir regieren können über die Schwachheiten. Amen. Dort ist, was Gott will, dass wir sollen regieren über dort. Dort, wenn Versuchungen kommen, dann wir über dort regieren und ich brauche nicht an die Versuchung angehen, ich will nicht anwählen an dort. So dazu wie in Römer 4, Vers 8 sagt, aber Gott wies an seine Leib durch dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Jesus, er starb, als wir noch Sünder. Wir wollten das, er läuft ans Irsch, wie arm laufen, nicht? Und so wieder. Sag es dit. Wie viel mehr dann, nu dass wir durch sein Blut, seine gerecht geworden, wo wir nicht durch von Gott seinen Euer verschont blieben. Wo wir irgendwie, heute nicht, wir sind durch Jesus sein Blut sehr wie gerat. Und wir haben seine Gerechtigkeit. Und wenn wir seine Gerechtigkeit erkennen, dann ändert unsere Identität an uns. Dann haben wir eine andere Denken, dann haben wir eine andere Identität, worauf wir stehen. Wir haben eine Identität von, wie weit wir haben genug erfahren von Gott, wir haben Leib erfahren von ihm. Und wir leben an der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und dort gibt uns Kraft, alle Sinnen und Addictions und schlechte Ungewohnheiten zu überkommen. Wegen Jesus Christus ist wer der Reich handeln wird. Vielmal haben wir in anreichten Glauben, ich habe nicht reich denken, so als Gott das geplant hat, so dass wir denken sollen. Und dort wir vielmal eine Verdammung für uns nennt fallen. Wie vielmal dann da wir als Menschen, wir dann uns selbst verdammen, nicht? Ich wollte erst einmal, seit meine Primos, top wir, dass wir so eine Jugendjunges wären, je doller wir uns selbst verdammen, je besser fallen wir uns. Das hat sich vielleicht verdreht, nicht? Aber dort würde ich sagen, dort ist einmal, da wir uns verdammen, wir haben einen Stalt an uns. Wir tun uns für Menschen verdammen, aber ebenfalls wie uns Stalt an uns, in unser Leben. Wenn wir darüber nachdenken, dort ist viel mehr, was passieren wird. Wir tun uns selbst verdammen, wegen es an uns, als ein Stalt zu werden. Genug ist nicht, dort ans Reich zu singen, aber dort ist die Antwort zu überkommen, besinnen. Sie genug hat die Antwort, damit wir können Sinnen überkommen. Wenn wir genug erkennen,
dann ab eins dann soll wir dort du erst eine Kraft, die Sinn zu überkommen. Und ich will von dir, weil wir uns Dinge besäuen, vom Wörter treffen, wenn wir die Gnade erfahren, dann, weil wir dann ab eins, dann kriegen wir Kraft zu überstehen und so wieder. Dann kannst du an dein Leben regieren. So in Römer Kapitel 14 sagt es, der Sinn soll nicht über uns herrschen können, weil wir sind nicht unter dort gesagt, aber unter der Gnade. Was sagt er? Wir sind unter der Gnade, dort wo wir irgendwie herrschen können über Sinn. Wir sind nicht unter dort gesagt, aber nicht sagen wir unter Gnade. In Gnade gibt uns die Kraft zu herrschen in unser Leben, in über Sinn und so weiter. Dort ist, was uns halten wird. So, wir müssen diese Gnade annehmen, und diese Gnade, die können wir uns nicht verdienen, aber die können wir annehmen. Die Gnade können wir nicht verdienen, aber die wird uns gegeben. Wir können nicht mit uns gutes Leben Gnade kriegen, aber wir haben Gnade gekriegt, wir brauchen die bloß annehmen. So, das ist ein ganz anderes Ding. Wir wollen uns was verdienen, nicht so? Und das reicht, wenn wir uns Dinge verdienen. Aber weil bei Gott brauchen wir uns nicht die Dinge verdienen, wegen er haftet all gegeben an uns. Er hat all Gnade gegeben, er hat all Kraft gegeben. Nun brauchen wir das bloß annehmen. Und dann können wir verweichen gehen in unser Leben. So, in Matthäus 28 sagt er, kommt alle zu mir, die je alle schwere Lasten gehen und bedrängt und Meid sind, und ich will ihnen Ruhe geben. Er sagt zu dem Volk Israel, Jesus hat gesagt zu dem Volk Israel, wenn die beladen sind, wenn die unter schwere Lasten gehen, die bedrängt sind, dann kommt zu mir, wegen ich will ihnen Ruhe geben. Weil das Volk dort wird Meid von den Gesetzen, und da wird Meid von der Bedrächung, was der Lehrer auf ihren ableiten. So Jesus sagt, dort nicht und dort was glauben, aber kommt lieber zu mir, und ich will ihnen Ruhe geben, ich will ihnen von der Lasten loshauen. Wenn sie sagt, lag mein Joch ab und lehrt von mir, will ich sie sanftmütig und von Horten demütig, und die wollen Ruhe hängen für jene Seele. Das ist, was er sagt. Er sagt, er ist der sanftmütig, er ist geduldig mit uns, er verhandelt nicht mit uns nur noch, als wir verdient haben, meint er. Dann war er ist demütig zu uns. Halleluja. Er tut sich demütig am Kreuz für uns, damit wir können Vergebung kriegen durch ihn. Ich will mein Joch dreht nicht in meine Last als leicht. Sie dort, was er uns geben, der Gnade, dort trägt uns nicht. Seine Last, dort, was er gibt, dort ist nicht was schweres, aber dort ist was leichtes, was er uns gibt, damit wir kein Pferde weichen. Dort ist nicht so die Welt, oder fährten die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen ihn bedrängen, fährten Kirchenlehrer, die wollen Menschen bedrängen. Mein Gebet ist, dass einer kein mag so ein Lehrer sein, einer wird Menschen bedrängen, oder einer, der wird wiesen, der die Gnade, und dort du hast ein leichtes Leben. Und du hast Freiheit und du hast Kraft an den Herrn Jesus Christus. Und kann wir immer weiter Pferde weichen und wir können froh sein. Und wir brauchen nicht das, was du zu tun, als dort annehmen. Dort ist so, dass einer sich so leicht fühlen wird und einer kann gerecht sein an ihm. Wenigstens wir können die Vergebung annehmen, was er uns geben wird. Und ja, diese Gnade können wir leben in uns innerlicher Mensch. Die kommt immer der Rand ein Leben rührt. Wenn es dort ist, wo er uns beraten hat. Wenn er uns beraten, dann wir eine Gemeinschaft haben mit ihm. Wenn es dieser Leib, der bringt uns ein Verhältnis an mit Jesus Christus. Und dort ist, was uns Leben verändern wird. Dieser Leib verändert unser Leben, das transformiert uns. Sprich, 24, 16 sagt das steht, wenn ein Gerechter auch 7-mal fällt, steht er immer weiter ab. Sie die Gerechte, wenn er nach vorn dann, bricht du immer weiter ab. Die geben nicht ab. Wo wir? Wegen du hast in Jesus ernährt werden, du hast eine Kraft ernährt werden. Der Jesus Gottes, der lebt an dem Mensch und der hat immer weiter eine neue Kraft. Du hast eine nie genug abzustehen und sagen, hey, komm, Pferdeweich gehen. Du hast eine neue Kraft zum Leben im Pferdeweich zu gehen. Ich will dir sagen, unsere Antworten, die sind zu finden immer weiter an Jesus Christus. Er ist eine Person, wo alles zu finden ist, damit wir kein Pferdeweich gehen. Er wird uns trag machen und er wird alle Dinge, die in unser Leben vielleicht nach Hand Schulden gebracht, die wird herandrehen in unser Leben und die wollen uns kennen zum Guten dienen. Und die wollen den Nächsten kennen zum Guten dienen.
Wegen dort ist es ein Römer sein. Er wird alle Dinge andrehen, die werden uns zum Besten dienen. Und dort dürfen wir unseren Gott ehren, und am loben, und am preisen, und alle Wege. Römer 8 verstehen sagt, das ist der Bund, das ich nur her mit dem Volk Israel merken war, sagt der Herr. Ich war an mein Gesetz und ihren Sinn geben. Er sagt, er wird dort, was er vom Plan hat, dort wird er an unseren Sinn nennen geben. Und wird dort an dort Hort nennen schreiben. Sie, das was er will. Er will von dir. Er will haben, dass wir sollen in nie Sinn haben, von seinen Vergebungen, von seiner Genut. Und er will das in unsere Horten nennen schreiben. Und er will uns Gott sein, und wir sollen sein Volk sein. Dort ist sein Verlangen von dir, für uns. Dort wir wollen seine Vergebung so annehmen, so aus der Wirklichkeit ist. Dort wir brauchen uns nicht verdammt fühlen, wenn wir gefehlt haben. Aber vielmehr, wir stunden ab und wir geben Gott Lobpreis und ihr. Dort wir haben genug gefunden für unseren Gott. Wir bekennen, dass uns die Dinge leid tun, wenn wir gefallen sind. Aber wir stunden ab mit Kraft und mit Frieden, wenn der Herr ist gut zu uns. Er ist so gut zu uns. Römer 13:10 sagt, wer den Nächsten gut ist, wird den nicht erreicht tun. Mit Leib hält er das ganze Gesetz. Der Leib hält das ganze Gesetz. Sie, wenn wir unsere Nächsten gut sind, dann tun wir dort, was das Gesetz sozusagen verlangen, nicht so? Dass wir den Nächsten leben. Und Jesus hat kam, das Gesetz zu erfüllen, dass wir können durch die Genug kriegen. Dass wenn wir nicht das Gesetz verfehlen, aber heute das Gesetz verfehlen, und dazu durch, wir nicht genug haben an Arm. Nu brauchen wir das nicht mehr, nicht können wir das durch Arm. Können wir das nicht tun. Das andere, was ich gleich von der Fall von reden, ist, die Genug für alle Fehler. Ich habe davon geredet, aber die Genug ist für alle Fehler. Römer 5, Vers 17 sagt, durch Adam, seine Sinn, herrscht der Tod über allem. Aber die sich Gott seine große Genug und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen ein Leben durch Christus Jesus herrschen. Sie, wir können herrschen, wo wir haben das Leben in ihm. Wenn wir seine Genug annehmen, seine Gerechtigkeit uns geben, dann haben wir Leben in ihm und du, wir können herrschen. Wir herrschen auf diese Erde. Römer 11, 16. Aber wenn dort Genug ist, dann ist dort nicht mehr durch Worten verdient, dass wir Genug nicht mehr Genug. So, wir haben es Farsen, die zu geben, was Worte sind, was uns sollen starten. Wenn hier wisst das so klar, dass das immer war, der Genug, was uns abrechnen wird, was uns Fehler merkt. Wenn wir Fehler merken, dort ist die Genug, was uns Haupt war abstehen. Johannes 15, Vers 4 sagt es das. Bleibt an mir. Hier redet er von, dass er ist der Dienstag. Er sagt, bleibt an mir. Ich war an ihm bleiben, so aus einer Rang nicht Frucht bringen kann, wenn der nicht Dienstag bleibt. So kann je auch nicht Frucht bringen, wenn je nicht an mir bleiben. Er sagt, wenn wir nicht an ihm bleiben, dann können wir nicht Frucht bringen. Aber wenn wir an ihm bleiben, dann können wir Frucht bringen. Ich sehe den Dienstag und je sind der Ranken. Wer an mir bleibt und ich an, der bringt viel Frucht. Ohne mich kann ich nicht tun. Ich an selbst kann ich nicht tun. Aber mit Jesus, mit der Genug, was er uns gibt. Er sagt, er ist der Dienstag. Und der Dienstag, der bringt die Note, der bringt die Kraft zu der Ranken, dass er kann wachsen und dass er kann Frucht bringen. Wenn dort ist nicht an den Stock, wo die Frucht an ist, aber dort ist an der Ranken, wo die Frucht anwachsen wird. So dort ist an den Menschen, wo die Frucht wird zu sein sein. Dort ist nicht, wir sind nicht an Arm der Frucht, wir sind die Frucht an den Menschen, dort wird er sein. Die Frucht wird an mir in die sein. Dort wird die Frucht wird an sein. Und über ohne Arm, dann können wir doch nicht tun, wenn es heute ist die Qual von unser Leben. Ein Arm können wir immer weiter nicht die Qual gehen. Das andere ist, erfuhr Freiheit von Verdammnis. Wir haben eine Geschichte lesen, was wir fangen dann an Johannes hier, Kapitel 8, Vers 1. Hier fangen wir die Geschichte von einer Frau. So
Ze wordt gegrepen en horerie. En wordt naar Jezus den Lehrer gebracht. Maar ik wil ons bis eerst een klein beetje een beeld vaststellen, wat het kan zijn. Sie, wir sagen das zu früh. Weil vielleicht, wir wollten, was mit dem Frühes passieren, denn ich sage, irgendwann gesteinigt, da wird die Strafe verehrt. Und so, wie können das nicht sein? Vielleicht wird sie, vielleicht Wasser wirken drei, vielleicht was Monaten drei, wird sie vielleicht, hat sie gesagt, weil vielleicht ein von ihre Freund wird kalt gekommen. Und wird gesteinigt. So hat sich dort viel genommen. Das sei wohl nicht an dort Nern fallen. Aber an der Acht dann fällt sie dort Nern. Und als sie dort Nern gefallen ist, und gefangen wird dort an, bringen sie an Jesus. Und was wird an Gedanken sein? Was dort wird verdammt wird. Dort wird ich glaube, der einzige Gedanken, was an Namen kommen können, dort wird nicht handgerecht werden, sie wird nicht verdammt werden. Wegen sie nehmen Armat, wegen sie sollen nicht den Rechter gebracht werden, und der wird die Schuld abgeben. Ich sage, Jesus überging einem Olivenberg. In tidigste Mars kam war in dem Tempel, in allen Fall kam zu ihm. Sah sich durch und fing an zu lehren. Dann brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau nach ihm, die sie beim Ehebruch getroffen hatten. Und als sie durch an die Meer angestellt hatten, sehen sie zu ihm, Lehrer, diese Frau wird beim Ehebruch gegriffen. Moses hat uns ein Gesetz dort Gebot gegeben, seine Früh zu steinigen. Was sagst du tun? Hier fragen sie Jesus, was sagst du tun? Dann, das sehen sie, am Arm zu versiegen. Sie hier sagten, sie waren arm zu versiegen. Dort sie eine Ursache hatten, um arm zu verklären. Aber Jesus backt sich bloß durch und schreibt mit dem Finger auf ihr. Hier hat er nicht für zu antworten, aber er fängt an, auf ihr zu schreiben. Wir fangen noch nicht, was er wirklich schreiben hat, nicht? Aber ein von den Schreibern, die sagen, dass sie glauben, dass Jesus, er hat geschrieben, das gesagt. So als Gott gab Mose das gesagt, er gab ihn dort und er brachte rauf nicht. Und Moses hat wir zwei, er wird verdrießlich und er schmeißt die drei. Und so, Gott schreibt noch einmal weiter, dort gesagt und so. Und dann Luther holen sie dort, aber hier so, sie glauben, dass hier so einfach, dass Jesus, da wird nicht bloß auf eine Weg geirrt, dass wir uns einmal ans Verstellen, aber die Schreiber glauben, dass wir einfach auf eine harte, steinerne Flur, wo Jesus noch einmal anfängt zu schreiben. Und was sagt er dann? Aber als sie anhielten, amte Frauen, reichte sich ab und sagt zu ihm, dem, wer von jenen ohne Sinnen ist, lud den ersten Stein auf schmieden. Und dann backt er sich weiter durch und schreibt auf die Erde. Als sie dort jeden fingen sie beim Ältesten an und gingen einer nach den anderen Weg und leiten Jesus durch, allein mit der Früh, der über nach Emma stand. Sie die Früh Stunde nach Emma, die Verklärer, die werden vergehen, nicht? Die werden weggegangen. Wenn sie wissen, dass sie werden auch alle schuldig. Einmal, wir wollten, wir sind schuldig, aber wir wollen den Nächsten wissen, dass er als eine größere Schuld als wir sind, nicht so? Das ist, was sie wollen. Sie wollen Jesus erstlich versegnen, sie wollen die Früh, wollen sie zur Zeit schaffen und so weiter, und sie wollen Jesus zur Zeit schaffen. Aber Jesus hat es lieb und hat es genug. Und das ist Früh, sie stehen da allein. Jesus reicht sich ab und sagt zu Früh, wo sind deine Verklärer? Haft die keiner verdammt? Sie wollen verdammt, sie wollen zur Zeit schaffen. Aber was sagt sie? Sie sehen, Herr, kriegt nicht einer
Und Jesus sagte ich verdamme die auch nicht. Gut und sinnig nicht mehr. Hier ist, glaube ich, kann wir lernen an dieser Geschichte. Das einzige dass gesagt oder ans Fleisch werden, dort wird einmal fallen und so weiter. Aber Jesus ist danach reut, uns zu vergeben, so als heute das zu vergeben. Er sagt, dann gut und sinnig nicht mehr. Ich glaube, das ist früh. Ich glaube, sie erfüllt das genug. Das wird so was Besonderes für ihr. Ich glaube, sie wird nicht sehr leicht war, sind gegangen und was das selbst hier ever und ever getan hat. Wo wir nicht, wegen sie hat genug erfahren. Die Verdammnis, was sie so kriegen, die wird wach von ihr. Jesus wird nicht verdammt. Und so, ich will uns von dir sagen, du bist nicht verdammt, wenn du bist kalt gefallen. Jesus sagt, gut und sinnig nicht mehr. Sie, aber wenn wir sagen, dass Menschen ever und immer wahrer sind, dann haben sie nicht die Genug von Gott erfahren. Dann hat die Kraft, die Genug hat noch nicht Kraft in ihr Leben angebracht. Aber Genug bringt Kraft in unser Leben, den Sinn zu überstehen. Jesus erfüllt das gesagt. Vergebung und Heilungen kommen immer Hand in Hand. Wir finden das immer wahrer. Vielmal dann war die Menschen, die wollen den Nächsten verdammen, aber Jesus, der weiß einfach, du hast eine Vergebung und du hast eine Heilung, was du mit ankommst. Dazu wegen in Jesaja 53, Vers 5 sagt es, doch wir wegen unsere Sinnen verlassen, brücht sich unser uns vergangenen Doel, aber am lacht der Struf, der uns heilen wird. Was sagt er? Ab am lacht der Struf, der wird uns heilen wird. Heute krieg ich Schleuen, dass eigentlich können gesund werden. Dadurch, dass heute der Schleuen kriegt, sei wie gesund. Heute nimmt der Sinn ab sich, dass wir nicht sinnig sein, und heute nimmt der Struf ab sich, dass irgendwie geheilt kann sein. Wie kann geheilt sein? Das ist eine von den großen Phasen, die im Leben bringen sollen zu unser Leben. Dort die Verdammnis ist nicht mehr durch. Wie kann ich unter der Genug leben? Psalm 103, hier ist ein wundervoller Vers, sagt, lob den Herrn, meine Seele, mit allem, was ich habe. Lob seinen heiligen Namen. Lob den Herrn, meine Seele, und vergeht nicht, was heute Gott getan hat. So, wenn wir nicht vergeten, was von Gott heute uns getan hat. Was hat er uns für Gott getan? Er hat uns Genug gegeben, er hat uns Vergebung gegeben, er hat uns frei gemacht von der Verdammnis. Dass die all deine Sünden vergeben und all deine Krankheiten heilen wird. Und eine englische Übersetzung sagt, dass er gibt uns Benefits, er gibt uns Beneficios, gibt Gott uns Wort. Er gibt uns, dass unsere Sünden, die sind uns weggegeben und wir sind unsere Krankheiten, können wir geheilt sein. Das ist ein Versprechen, was er uns geben wird. Und das wird Jesus uns lehren, das ever und ever. Wenn wir sagen, dann welche Dinge dort im Leben, er ging immer wahr nicht und er heilt die Menschen. Aber einmal, er sieht nicht, dass der Mensch geheilt wird. Nächstes Mal sieht er, dass deine Sünden sind, die vergeben, nicht so? Wir finden die Geschichte in Matthäus und wir finden auch in andere von den Evangeliums, wir finden dort in Markus, finden wir die Geschichte von, wo diese Feuermänner sind und sie bringen den Kranken in Jesus, nicht so? Sie bringen den in Jesus, wir wissen, dass sie mir den Tag oben, Leuten am Dol und so weiter. In Matthäus 9, Vers 2 sagt es das. In Harch, sie brachten einen gelähmten Menschen an, den sie auf dem Bad drüben. Und als Jesus ihren Glauben sagt, sagt er zu den Gelähmten. Er sagt nicht zu den anderen. Er sagt ihren Glauben, aber dann sagt er zu den Gelähmten. Sieh mal mutig, mein Sehen, deine Sünden sind die vergeben. Wenn er unseren Glauben sieht, Jesus kann wie sein, wenn Gott sieht, dass wir Glauben haben für den Nächsten, und wir bringen den in Jesus, dann wird er der andere sagen, sieh mal mutig, mein Sehen. Sieh mal mutig, meine Tochter. Deine Sünden sind die vergeben. Im ersten Vers sagt es das. Aber um ihn zu wiesen, dass die Menschen sehen, hier bei ihr die Kraft hat, Sünden zu vergeben, sieht Jesus zu den Gelähmten. Steh ab, nimm den Bad
und geht nach Haus. Und was tut er? Er nimmt sein Bart und geht nach Haus. Was wird er? Ich glaube, er wird sehr mutig. Er kann mich nicht anders feststellen. Eerstens dat der Herr te am sein wird. Deine Sünden sind die vergeben. Menschen brachten am nach Jesus. Jesus sagt, deine Sünden sind die vergeben. Und stu ab und go. Und er nimmt sein Bart und geht nach Hause. Er wird geheilt. Er wird geheilt. Wegen dort ist, wer Jesus ist. Dort ist die Genug, was er für seine Menschen hat. Dort ist ein Segen, was er den Menschen geben wird. Und wir können froh sein, wir müssen das annehmen, wenn wir das wollen. Erfor. Wir können nicht bloß so denken, oh, für mich ist das vielleicht nicht, oder für Jan wird das vielleicht nicht sein. Nur das ist, dass wir das am Glauben annehmen. Dass der Sinn in der Verdammnis der ist wahr. Und dass wir können frei sein. Wir können mutig sein. Und wir können geheilt sein. Römer 8, Vers 1 sagt, dann ist nicht mehr zu verdammen, es nicht mehr zu verdammen an die, die an Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist das verlangt. Sie, wenn wir so leben, so als der Geist das verlangt, dann brauchen wir nicht ein Verdammnis leben, dann können wir in Freiheit leben. Dann können wir leben. Und dann wollen wir nicht das tun, was das Fleisch verlangt. Dort wegen, wenn ich sage, wenn wir dort annehmen, dort bekannt, dort wir sind frei geworden, wir haben Jesus, die Vergebung haben wir angenommen, wir sind frei geworden von der Sinn. Dann ist dort nicht, dass wir können leben und wir können an den Jesus leben. Und wir brauchen nicht mehr so leben, als ans Fleisch das jankert. Aber das Problem ist immer hier, dass wir an unseren Denken, Eva und Eva denken, und es steht, dass wir herrschen, Eva ans Denken. Sie, Gott hat uns Kraft gegeben, zu herrschen, Eva ans Denken, aber viele Menschen wollen lieber, dass ihr Gedanken, ihr Leben herrschen wird. Und dort wegen die Menschen an Sinn leben, wegen die Leute, ihr Gedanken herrschen an ihr Leben. Was will von dir sein, wenn wir Gott seine Gnade annehmen, wenn wir die Vergebung annehmen und wenn wir in unser Leben regieren. Dann wollen wir loskommen von all unseren Gebungenheiten, von all den Dingen, die uns wachholen und so weiter. Wegen die Gnade ist du für all unsere Fehler. Und wir können Freiheit erfahren und wir brauchen nicht mehr an der Verdammnis leben an Jesus Christus, durch Jesus Christus. Möchten wir uns anspornen und luten durch das Wort Gottes und möchten wir froh sein und wir einfach Beruf bekommen, dass ich habe Kraft durch den Jesus Gottes und ich brauche nicht, der Sinn herrscht nicht mehr an mein Leben, wegen Jesus, der herrscht an mein Leben und der herrscht über mein Leben, wegen er lebt an mir und ich habe das Recht, dass mein Sinn, was gehorsam sein, nach Jesus Christus und nicht nur dort, was mein Fleisch verlangen wird. Wenn wir Stand nehmen und wenn wir froh sein und wenn wir Gott die Ehe geben, dass er hat uns alles betont und so wir können nicht frei sein und wir können geheilt sein an den Namen Jesus Christus. Himmlischer Vater, ich bete von dir aus Samaris, dass wir möchten klar sein können, was du hast für uns getan. Dass wir möchten diese Vergebung, was du für uns hast, reingeben. Dass wir die würden annehmen und wir würden froh sein. Wir würden jauchzen verdienen. Wir würden verdienen, Trunk kommen mit Anbetung und mit Lobpreis und Dank. Diese Segnungen empfangen, was du für uns hast. Dass wir können gesegnet sein. Wir sind gesegnet durch die Gnade und wir sind gesegnet durch die gibt uns Kraft zum Leben. Und die gibt uns den Heiligen Geist zum Pferdeweg gehen. Wir brauchen nicht mehr verdammt sein, sie ist früh, sie wird nicht verdammt und die Schmeizer nicht zu ziehen, sie das die Anzug nicht zu ziehen schmieden. Von dir, lieber Tauhierer, wenn du ab einem die Falls verdammt, die Falls, dass Jesus, der hat nicht genug für die, er hat genug für die, er hat Life für die und er hat Kraft für die, dass du kannst alles überkommen. Nimm Arm an und glaub das, was er sagen wird und du wirst sicher im Leben und du wirst Pferdeweg gehen können, wegen der Herr hat alles betont und er hat alle Kraft, um die geben, was die fehlen wird. Er hat die Weisheit für die Reut in den Namen Jesus Christus. Jesus, Dankeschön, was du alles Reut hast für uns. Dankeschön für die Segnung, was wir haben. Und wir wollen bis von dir die loben und die preisen für alles, was du Reut gemerkt hast. Die Segnung, was du uns gibst.
Du hast uns Wahrheiten gegeben, wo wir können begehen. Und dort, wo wir irgendwie froh sind von dir und wir heben deine Namen hoch. Halleluja. Du bist gepriesen, Gott, von dir und für immer. Dat Leute, wat wir uns während dem Schluss sehen von dir, dat werden wir ihnen mitgeben aus dem Sehen. Der Sehen, der steht im 4. Mose, Kapitel 6, von Versen 24 bis 26. Und wir loten, oder uns Gebet ist, dass das wird für uns eine Kraft und eine Mut sein, was ihr mitnehmen an das Werk. Und dass ihr würden als Familien taub stehen und das wirklich annehmen für uns. In Familie, in jene Kinder, in ihre Kinder. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire y agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Tu gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee.
Halleluja. Er ist uns gut, er läuft uns, er segnet uns. Er segnet die, deine Familie, deine Kinder, ihre Kinder. Nehmt die Segnungen an. Empfangt die. Wenn ihr tust, dann schreibt dort ein Amen. Die, was hier werden, sagt Amen. Oder schreibt ein Amen in den Comments nennen und sagt, hey, ist der, was uns segnet. Hey, ist der, was uns gut ist. Und hey, ist mit uns. Wo immer wir gehen und uns Ried gehen und uns nennen gehen. Und hey, ist der, wo mir die beschützen wird. Halleluja. Gebt den Herrn große Ehre. Hey, ist gut zu uns. Hey, ist gut. Du bist gesegnet in den Namen Jesus Christus. Du bist hochgehebt, Gott. Du bist immer und immer für deine Kinder. Halleluja. Danke.